Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video möchte ich euch den Unterschied zwischen gebogen gewachsenen Bogenstangen und gerade gewachsenen Bogenstangen erläutern, wo die Vorteile sind der gebogen gewachsenen und warum die nicht ganz billig sind. Mehr davon wie immer noch ein Intro. Danke, Tobias. Zuerst einmal, das ist der Normalfall. Eine gerade gewachsene Stange, das ausgehobelt wird und dann gebogen wird auf die Kurven, die man braucht. Das funktioniert, indem ihm Temperatur zugeführt wird. Und zwar beim Frosch halt ein wenig weniger und immer mehr Richtung Spitzen. Ja? Das heißt, die Stangen wird gebogen und gehärtet. Wenn jetzt eine Stange bereits gebogen gewachsen ist, dann passiert in dem Bereich da hinten einmal gar nichts und ungefähr ab der Mitte wird nur wenig Temperatur zugeführt. Wenn die Stange prinzipiell eine sehr hochwertige Stange ist, ja, dann bringt es eine Stange raus, die unglaublich schnell springt und wahnsinnig lebendig ist. Ja. Also sicher nicht für Anfänger gedacht, aber ein unglaublich leistungsfähiger Bogen. Das ist was mit den Geraden, auch wenn sie hochwertig sind, nicht erreicht werden kann. Diese Stangen, die gebogen gewachsenen, die sind natürlich der Faser entlang geschnitten und nicht einfach nur gebogen ausgeschnitten und die Faser wäre da und da komplett abhölzig. Macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Da sind sogar die gerade gewachsenen noch gescheiter. Warum sind jetzt diese gebogen gewachsenen relativ selten und auch teuer? Dazu zeichne ich jetzt was auf. Ich habe jetzt einmal das gerade gewachsene Baumstück. Ja. Die werden ja, die Bogenstangen, gleich wie das Tonholz im Prinzip sozusagen im Quartier geschnitten. Das heißt, wenn ich halt eine Bogenstangen habe, eine Rohstangen, dann liegen die Jahresringe drinnen und seitlich sehe ich da diese Markstrahlen. Ja. Das garantiert mir, dass die Stange möglichst gerade bleibt, auch wenn sie nachher in dieser Richtung gebogen wurde. Ja, so. Nicht in dieser Richtung hier. Ja. Wenn ich, und ich bringe natürlich rund aus dem ganzen Bahn, bringe ich da sozusagen im Quartierschnitt Bogenstangen raus. Ja. Super Ausbeute. Und dann gibt es genau den Fall, dass ich einen Baum habe, der halt so gebogen gewachsen ist. Und da kann ich natürlich nur mehr da aus einem gewissen Segment und da aus einem gewissen Segment die Bogenstangen ausschneiden, die dann auf gut Deutsch schon die Biegung haben. Die Jahresringe müssen ja trotzdem in der Bogenstange drinnen liegen, also sprich stehende Jahresringe sein. Und das, wenn ich das da ausschneide, bringe ich natürlich nur ein paar Stangeln raus und da nur ein paar Stangeln raus. Aus dem Bereich kann ich es nicht schneiden, weil der Bogen würde sich dann genau in dieser Richtung komplett verbiegen. Ja? Unbrauchbar. Ja? Also, wenn ich halt eine Bogenstange habe, da vorne ist der Kopf, ja? Biegung, Frosch. Ja, sagen wir mal so. Ja? Diese Biegung ist ja gewollt. Nur, wenn ich den von oben ausschaue, den Bogen, dann soll der natürlich schon gerade sein. Ja? Das heißt, würde ich das aus dem Segment da ausschneiden, dann würde sich der genau so seitlich oder so seitlich verbiegen und das bringt gar nichts. Wenn ich das sozusagen da so herzeige, dann ist es sehr simpel. Also diese Biegung ist ja gewünscht. Und die kommt genau aus dem Segment da oben raus und aus dem Segment raus. Ja? Einmal so, einmal so. So. Wenn ich es da herüber ausschneiden würde, aus diesem Bereich da, ja, dann wäre es so, dass ich genau da eine Biegung reinbringe und das ist das Letzte, was ich brauchen kann, weil der Bogen immer irgendwie schief weggeht. Ja. Aus dem Grund kann ich von einem gebogen gewachsenen Stück, das richtig gut ist, ja, nur ein kleines Segment nehmen und das ist natürlich teurer. Ja. Das ist alles, was dahinter steht. Ja. Man merkt es zwar an die Spüleigenschaften, es lässt sich halt nicht wirklich überprüfen an der fertigen Bogenstange, war es das oder war es das. Ja? Dafür
muss man halt ein entsprechendes Vertrauen haben in denjenigen, der es verkauft. Klar ist natürlich, dass wenn man so bogengewachsene Stangen hat, dann brauche ich eine Unterlagen, wo ich die Stangen auflegen kann, um sie zu hobeln. Ja? Aber richtet man sie einmal, eine konvexen und eine konkaven, ja, und das lässt sich natürlich dort dann zuhobeln, weil für die gerade Stangen brauche ich nichts anderes als eine normale Werkbank, wo ich es aushobel. Ja. Da muss ich mir dann für die Unter- und für die Oberseiten eine Auflagen richten, damit das funktioniert. Ja. Aber einmal gerichtet, funktioniert ewig. Ja. Das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, dass euch das was gebracht hat. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bin auf die Kommentare neugierig, wenn es um die bogengewachsenen Stangen geht, weil die sind nicht so häufig am Markt. Ja? Also, pfiat euch. Da muss ich auch wieder zeichnen. Ja, macht ja nix. Heißt übrigens Günther. Macht doch nichts. Und halt auf Aufnahme drücken. Ja, das ist das mit dem Oberwischen und der rote Punkt, nicht? Ja. Ja. Und dann, das ist das mit ohne Wichsgriffel, was dann geht das auch wieder weg. Mister, ich hab so staubtrockene Hände. Ja, ja. Du kriegst halt ein bisschen Arsen oder Strychnin ins Essen, du Sauber. Ja, ich sie beides gern. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Mit der Du musst großen auch- Tatze. Du musst aufpassen, dass du nicht einfach die Stangen gleich verschluckst, wenn ich das um mich hau. So. Die. Jetzt ist es überhaupt weg, der Dreck. Ja, du kannst ja aufhören, aufnehmen, oder? Ja, das wollte ich gerade. Ja, das kannst ja, wisch ab nochmal, das geht ja nicht nur. Nein! Da! Da! Abwischen, Aufnahme stoppen. Das wollte ich. Wie super! Bauch allein ziehen. Halt die Pappen. Klammer eins, wenn ich die mit den Schlagen anfange, mit den Stangen, die sind sehr massiv. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video und, Macht ja nichts. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Heutige Video hat nur den Sinn, dass wir den Unterschied zwischen gebogen gewachsenen Stangen und gerade gewachsenen Stangen Moment. einmal erörtern. Das geht sich nicht aus. Brauchst du einen Schluck Wasser? Nein. Kaffee? Nein. Schnaps? Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video machen wir den Unterschied sichtbar. Nein. Wie blöd kann man eigentlich sein? Alter, one take. Voll super. Ich bin Steini nämlich voll geschaut. Ich habe gesagt, ja, der Kasper hat das geschnitten. So geil, das letzte Reel. Ja. Und er ist ja sein One-Take und ich, nein, das ist geschnitten. Dann hat er sich das angeschaut und gesagt, okay, das muss so gut geschnitten worden sein. Das schaut aus wie One-Take. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist auf einmal aufgenommen worden. Und er dann, ja, aber dann ist er nicht geschnitten. Dann habe ich gesagt, das kapiere ich. Habe ich gesagt, ich will es noch überprüfen. Das funktioniert eben, indem Temperatur zugefügt wird, die Zugeführt wird. Zugefügt wird. Gut, das ist der Grund, warum die bogengewachsenen Stangen relativ teuer sind im Vergleich zu den gerade gewachsenen. Was? Hinten ist das Licht ausgegangen, das Blaue. Weißt du was, dann Zauber, dass das wieder blau ist. Ja, Zauber. Hör zu, Zauberer. Ja, ich tue dann trotzdem inzwischen da geschwind weiter. Schön anstecken. Also, es Ja, ist nicht, du wartest jetzt noch kurz. wir brauchen es noch für 2 Minuten. Ja, ich weiß. Was hast du denn für Recharging Time? Recharger, also von 20 bis 80% laden wir in 12 Minuten. Ja, das muss aber dann ein chinesisches Auto sein. Ja, klar. Weil das bringen die Europäer nicht so hin.